Boos hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Jahr 2024 neigt sich dem Ende. Ich stehe kurz vor den 60.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin absolut happy, wie weit ich es gebracht habe. Thema YouTube, Airsoft, das beides harmoniert überhaupt nicht in letzter Zeit. Der Algorithmus knallt einen immer dagegen. Es ist wirklich schwierig, gut gelistet zu sein, und ja, Abonnenten zu bekommen ist auch schwierig geworden, außer man pusht seinen Kanal mit täglichen YouTube-Shorts. Das mache ich nicht. Immer mal, wenn ich dran denke, mache ich das. Ich bleibe sozusagen bei diesem Format. Würde ich mehr dieses Format machen, wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter mit meinen Abonnenten. Aber das sei meiner Faulheit geschuldet, ja. Da sind andere Kanäle besser. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte halt die Chance kurz vor Jahresende nutzen, einmal Danke zu sagen und mal wieder etwas zu machen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Das letzte Mal 2016. Ich zeige euch mal meine Airsoft Collection, und zwar wieder Pistolen und Revolver. Ich habe das so gemacht, dass ich jetzt Aufsätze an 2016. Ich zeige euch wirklich alles, was ich seitdem in meine Sammlung aufgenommen habe. Ist erschreckenderweise eine ganze Menge. Ich habe mich echt erschrocken, als ich das hier alles platziert habe auf dem Wohnzimmerboden. Es wird also lange gehen. Mal sehen, entweder ziehe ich das durch oder mache das dreiteilig für euch. Mal schauen. Jedenfalls möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen, dass ihr mir die Treue gehalten habt. An alle, die von Anfang an bis jetzt dabei waren, alle, die mittendrin eingestiegen sind, an alle, die jetzt gerade den Abo-Knopf gedrückt haben. Hallo und herzlich willkommen, ja. Ich freue mich total, und ich würde sagen, ich rede nicht mehr so lange, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier auch schon was in der Hand, und damit starten wir mal. Und zwar habe ich hier von WE, ich zeige mal den Originalkarton rein, genau, fangen wir damit an. So sieht das eigentlich normalerweise aus, hier von WE, die Mauser M712 Schnellfeuer, die kommt hier in diesen Karton. Ich habe sie ein bisschen verändert, und zwar habe ich mir hier einen Original Holster noch besorgt. Ich mache das mal auf. Da haben wir hier auch einen Original Holzschaft dazu. Und hier ist das gute Stück. Das Besondere hier an dieser Mauser ist nochmal, ich habe ihr eine Gravur verpasst. Und zwar habe ich hier alle Original Mauser-Marke ist hier noch mit drauf. Da lege ich ja auch immer großen Wert drauf. Und das ist wirklich eine richtig schöne Geschichte. Hier auch mit dem kurzen Magazin. Man kann den Stock hier noch anbringen. Ja, dann sieht das so aus. In den Karton von WE ist auch noch mal so ein langes Magazin mit dabei. Also das ist auch eins meiner absoluten Highlights in meiner Sammlung, und bin da mega stolz drauf. Was mir noch fehlt, sind hier noch Holzgriffschalen, das muss ich auch noch mal machen. Das habe ich dann aber irgendwie mit der Zeit vergessen. Ja, Mauser M712. Machen wir weiter mit solchen Klassikern. Ich lege das mal hier so zur Seite. Ich brauche ein bisschen Platz. Das hatte ich euch 2016 ja auch schon mal gezeigt von WE, die P08 Ari. Da habe ich mir auch einen Repro für einen Holster geholt. Ich mache das mal ab hier. Ja, da gibt es ja auch einen Holzschaft mit dazu. Ich liebe sowas, ja, so einzelne Details. Ja, ich jetzt rausziehen. So sieht es aus. Wie gesagt, hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und auch hier hat man hier einen Schaft. Kann man jetzt hier das Ganze anbringen. Reflektieren. Und was jetzt noch fehlt, das hatte ich euch 2016 nicht gezeigt. Wo habe ich es? Ja, ich habe nämlich dazu noch einen von WE gab es da auch noch mal passend einen Trommelmagazin. Das sieht so aus, natürlich auch gasbetrieben, 50 Schuss, ist auch schön authentisch nachgefertigt wie beim Original, und dann kann man das hier noch ranstecken, und dann sieht die so aus. Ein absoluter Klassiker,
Und das jetzt hier von der Firma WE in Kombination mit einem Repro-Stock. Einfach ein absolutes Highlight auch von meiner Sammlung. So, weiter geht's. Ich lege das mal zur Seite. Eine KJW CZ75 SP01 Shadow. CO2-Variante. Ein absolut schönes Schmuckstück, fässt sich schön griffig an, richtig tolles Teil, CO2 betrieben, habe ich auch schon eine ganze Weile in meiner Sammlung. Das nächste ist von WE, ich denke mal, das wird jetzt hier die High Power sein. Da habe ich auch mal einen, ja, da habe ich auch schon mal einen Review von gemacht. Verlinke ich euch hier. Auch ein absoluter Klassiker. Jetzt kommen wir, das hatte ich euch vergessen zu zeigen, 2016. Das ist eine MK23 von KWA, aber in einen Koffer von Tokyo Marui. Tokyo Marui hat ja auch die MK23 und das jetzt hier ist die Variante von KWA. Da habe ich extra mir noch einen Koffer besorgt, war auch noch eine ganze Schwierigkeit. Ich zeige euch das mal rein. Ein riesiger Klopper. Oh, ist sogar noch Gas drin. Ja. Auch mit einem passenden Suppressor drauf. Was natürlich fehlt, ist die LAM-Unit. Da habe ich irgendwo so eine deaktivierte, ich weiß nicht, wo die ist. Aber die von Tokyo Marui passt auch auf die von KWA. Mittlerweile auch schon ein seltenes Stück. Kriegt man so nicht mehr zu kaufen. Das Ganze ist ja auch noch richtig neuwertig. Weiter geht's. Dann haben wir hier auch eine Rarität, da bin ich auch richtig stolz drauf. Noch eine ganz alte Tokyo Marui Glock 17 Gen 3 mit einem speziellen Schlitten. Und zwar Operation Desert Storm New World Order Schlitten. Kann man vielleicht nicht so sehen. Da sind alle beteiligten Länder hier oben auf dem Schlitten drauf. Vielleicht blende ich das nochmal ein, wenn ich das nochmal separat mache. Und dann gibt es hier auch nochmal das Autogramm von George Bush, dem Präsidenten. Und das ist die Seriennummer 1, ist sozusagen die Seriennummer, die der Präsident dann bekommen hat. Und das Ganze hier als Airsoft ist ja auch eins meiner Highlights in der Sammlung. Ja, hier geht kein Gas mehr. Richtig, richtig schön. Und wie gesagt, Tokyo Marui Glock. Die Dinger gab es mal zu kaufen in Deutschland. Mittlerweile nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. So, nächstes Ding. In einem Original Smith & Wesson Koffer habe ich hier einen kleinen Revolver. Klein und schnuckelig. Und zwar einen Tanaka M500er Revolver. Ein riesen Brummer. Da hatte ich damals auch schon einen Review gemacht, verlinke ich euch. Ein brachiales Stück Gasrevolver, mal gucken. Ja, da ist noch ein bisschen Gas drin. Wer da mal Interesse hat, klickt mal auf den Link. Dann habe ich hier einen Glock-Koffer, da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ah ja, auch was ganz, ganz Besonderes. Und zwar ist es hier eine WE-Glock, die nochmal einen Serienarms Schlitten bekommen hat und auch nochmal so einen goldenen Outer Barrel mit einem speziellen Abzug auch nochmal und auch der Griff
ist hier richtig gestippelt mit einem Lötkolben, ganz sauber. Festigt absolut fantastisch an. Oh, geht auch noch. Ja. Wichtig für alle, die mit GBWs arbeiten, man muss immer, wenn man die Airsoft lagert, immer ein bisschen Gas reinmachen. Und die habe ich jetzt schon lange nicht mehr rausgeholt. Und man sieht, Gas ist noch richtig schön dicht, der Tank. Hervorragend. Auch ein Klassiker in meiner Sammlung. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier etwas Besonderes, und zwar eine Airsoft von der Firma Western Arms. Und ich denke mal, das wird, ja, die hat hier auch eine besondere Geschichte. Und zwar gehörte die einem Freund von mir und auch regen Forumsteilnehmer aus dem Gas Gun Empire. Viele werden ihn noch kennen. Bulldogs, auch ein absoluter Airsoft-Sammler gewesen. Und der ist leider sehr, sehr früh von uns gegangen. Und das ist sozusagen ein Andenken. Der Christian hat sich der Sammlung von ihm angenommen. Und ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, um ihn in Ehren zu halten. Und das ist hier diese Infinity Pistole von Western Arms. Ein absoluter Klassiker. Ich guck mal, ob hier noch Gas drin ist. Na, nicht mehr viel. Gucken wir andere Magazin, wie es da aussieht. Ja, auch nicht. Ja. Das Tolle an diesen Western Arms Pistolen sind, die haben einen ganz smoothen Recoil. Das flutscht wie ein Uhrwerk. Ja, allein richtig führig das Ganze. Oh, jetzt. Schön. Ja, Bulldogs. Falls du das hier siehst, Grüße gehen an dich raus. Das war meine erste Western Arms. Und da hatte ich auch so ein bisschen Feuer gefangen, was das Thema angeht. Western Arms Airsoft-Waffen zu bekommen in Deutschland, richtig, richtig schwer. Und die haben sich ja eher mehr spezialisiert auf 1911er. Und wie ich sehe, habe ich hier einen weiteren. Oh ja, oh, das ist jetzt auch eins meiner absoluten Lieblinge. Irgendwie sage ich das ja immer. Und zwar habe ich hier einen 1911er Longslide von Western Arms Bob Show. Das ist sogar noch eine alte Western Arms Tüte, ja. So, ich zeig die mal rein. Das ist ein richtig, richtig schönes Stück. So sieht er aus. Ein 45er Longslide Bob Show. Das ist einer der allerersten in Amerika bekannter, der hier 1911er Custom Pistolen gemacht hat. Hört ihr das? Das knallt nicht so, das läuft richtig smooth. Ein wunderschönes Stück. Auch hier mit Original Holzgriffschalen, mit Coltpferdchen drauf. Absolut fantastisch. Wieder ein großes Teil, und zwar Arsenal Firearms Dueller 2011. Kam von Cybergun raus in Kombination mit Inokatsu. CNC gefräst das Ganze mit allen Markings drauf. CO2 betrieben. Ich hole das mal raus. Es ist eine absolute Zimmerflak. Läuft mit 2 Läufen, doppelter Abzug, doppelter Hammer. Gibt dazu 2 CO2 Magazine. Habe ich auch noch kein Review von gemacht. Es ist wirklich was für riesige Hände. Es geht gerade so, dass ich hier den Schlittenfang betätigen kann. Ein Riesenklopper. Auch ein Highlight aus meiner Sammlung. So, weiter geht's. Wieder Western Arms. Mal sehen, was das ist. Oh ja, das ist auch sehr, sehr selten mittlerweile. Ein Springfield Armory V16 mit
Einmal hier mit einem Kurzmagazin und ich habe hier auch noch mal ein langes dazu. Ja, so sieht es aus. Schon ein bisschen runtergerockt, was das Finish angeht. Hier habe ich gleich ein paar Macken und Kratzer, aber wie gesagt, das Teil überhaupt zu bekommen, ist was Besonderes. Und hier sehen wir ja die Öffnung von dem Schlitten. Da haben wir einmal 8 Bohrungen auf der Seite, 8 Bohrungen auf da, haben wir also 16 Löcher, ist so ein Kompensator, ein verbauter. Ja. Mal sehen, ob der Gas drin ist. Auch ein Highlight. Western Arms Sachen zu bekommen, hatte ich ja schon gesagt, richtig schwierig. Habe ich hier eine Tokyo Marui Sig Sauer P226 E2 Stainless. Auch richtig schönes Teil. Raus. Die hat nicht alle Sig Markings, nur so ein bisschen. Aber ist halt auch eine schöne, smooth Pistole. Toll. Nehmen wir uns mal den Stapel jetzt hier. Oh, die habe ich auch schon sehr lange. Eine Gemtech Oasis ist eine Ruger mit integrierten Schalldämpfer sozusagen. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Das ist eine Non-Blowback. Eine richtige Ruger als Gas-Blowback gibt es, glaube ich, auch noch überhaupt nicht zu kaufen. Da müsste auch mal was getan werden. Hier, Magazin. Ja, ist so richtig was für den Auftragskiller. Richtig cooles Teil. So. So, dann als nächstes habe ich hier eine Salient Arms. Ah ja. Die habe ich auch schon eine ganze Weile. Auch richtig tolle Kombination hier mit diesem matte Grau-Finish mit dem Gold. Mit den polierten Bedienelementen, also Abzug hier, Schlittenfanghebel. Ja, und auch der Hammer sieht einfach hammermäßig aus. Das ist jetzt hier, finde ich total cool, und zwar eine Deadpool Glock 17, noch von dem Tab, ja, noch von dem Tab Airsoft Store. Den gibt es ja leider nicht mehr. Und das habe ich hier sozusagen hier auch nochmal als Erinnerung. Ich fahre total auf diese Glock hier ab. Die hat Deadpool eigentlich ja nie in seinen Filmen benutzt. Ist wirklich nur so aufgemacht, so Deadpool-mäßig. Aber ich finde, bei der Glock passt das absolut perfekt. Es sieht richtig cool aus. Ja. Gucken, ob hier noch Gas drin ist. Ja, ein bisschen ist hier auch noch drin. Sehr geil. Dann, oh, auch wieder was Schönes. Hier haben wir eine Smith & Wesson drin. Von Western Arms. Einen 40 Tactical. Da bin ich auch absolut stolz drauf, das Teil bekommen zu haben. Richtig schwer. Ich glaube, den gab es damals mal beim Funny Airsoft Shop. Die gibt es ja auch schon seit 100 Jahren nicht mehr. Und das Ding hier auch noch in einem absoluten neuwertigen Zustand. Mal gucken, ob hier noch Action drin ist. Ne, auch nicht mehr. Muss man wieder überall mal ein bisschen Gas nachfüllen. So, dann wieder ein bisschen was Moderneres. Und zwar eine Sig Sauer. Ja, eine P320 M17. Da hatte ich auch ein Video mal von gemacht. Eine absolut zuverlässige Airsoft. Ja. Ja, da ist noch Gas drin.
Ist mal interessant zu sehen, welche Gasmagazine noch dicht sind und welche nicht. So, dann arbeiten wir uns mal. Ah, hier, machen wir hier mal weiter. Dann haben wir hier einen Colt 25, da habe ich zwei von. Einmal in schwarz. Da habe ich auch einen Review zu gemacht. Richtig kleines, süßes Ding hier. Ja. Sehr, sehr schnuckelig. Ich liebe sie total. Und dann habe ich die gleiche, weil ich sie ja so mag, auch noch mal in Silber. Finde ich sie sogar noch rein optisch sogar noch schöner. Richtig schön kleines, niedliches Teil. So, dann haben wir eine B&T USW A1. Das Teil habe ich auch ordentlich abgefeiert, als es auf den Markt kam. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist wirklich eine richtig schöne, spezielle Airsoft. Ja. Rotpunkt ist nicht mit dabei. So sieht das aus und das Teil ist eine Pistole mit integriertem Stock. Da kann man, wenn ich jetzt hier drauf drücke, fährt der Stock aus und dann kann ich die Pistole leichter in den Anschlag nehmen und in Kombination mit dem Rotpunkt das Ziel schnell aufnehmen. Was ich noch gemacht habe, was beim Airsoft-Nachbau nicht ist, ich habe jetzt hier die Visierung vorne auch noch mit Neongrün angesprüht, so wie das beim Original auch so ist. Das ist leider bei dem Airsoft-Modell nicht so. Ansonsten wird das hier mit CO2 betrieben, kann wie gesagt auch so geschossen werden. Hier extra so eine Ausbuchtung zum Schlitten durchladen und halt sehr cool mit dem Schaft. Sehr, sehr geniales Teil. So, machen wir hier wieder. Dann haben wir hier eine Glock 42. Da habe ich auch noch kein Review zu gemacht. Eine kleine schnucklige Glock. Dünn und kompakt. Mal sehen, ob hier noch Gas drin ist. Ne. Da, kleines Magazin. Süß. So, jetzt wird es nicht mehr süß. Ich sehe schon, was jetzt kommt. Das ist eine ODC. Da müsst ihr euch auf jeden Fall das Review anschauen, wenn ihr da Interesse dran habt. Und zwar das Teil hier. Ein schlichter Karton mit einer Airsoft, die ich unbedingt haben wollte und die mich in den Wahnsinn getrieben hat, ja, bis sie denn funktionierte. Und zwar von Mafioso AMT Hardballer Terminator 45er Long Slide mit Laservisierung. Ich hole dieses Stück hier mal raus. Das ist ein Bausatz, der auf Tokyo Marui basiert. Das Lasersight ist komplett hohl, da ist nichts drin, ja. Aber ich habe mir das so schicken lassen ohne Innenleben, weil ich wollte sie halt komplett haben. Und das ist halt ja, genauso wie beim Terminator-Streifen, dem ersten, der 45er Longslide. Da seht ihr, ob hier noch Action drin ist. Ja, jetzt ist das Gas alle. Richtig, richtig schön. Wer da das Review sehen will und noch ein paar Informationen dazu, klickt definitiv da mal auf den Link. Jetzt habe ich, sieht es aus, als ob hier was richtig Teures kommt. Und zwar, mal gucken, was das ist. Ich denke mal, das ist die SIG P229. Nee, das ist eine Nighthawk Custom. Das ist wirklich was ganz Edles. Ihr seht es ja nochmal in so einem Samttuch. Dann habe ich hier die Schatulle in Klavierlack. So, vorsichtig sein, dass ich das nicht so zerdepper. So sieht die Schatulle aus. Mache ich das mal auf.
dann ist hier die 1911er von Nighthawk Custom drin. Das ist nicht die Vollstahl-Variante, die hat über 1000 Euro gekostet. Ich hatte das Glück, diese Schatulle zu bekommen, in der eigentlich die Stahlvariante ist, und habe mir dann die günstige Aluminium-Variante gekauft. War auch teuer, aber ja, passte jetzt einfach besser dazu. Hat mal ein bisschen gespart und hat ja, das gleiche für seinen optischen Anblick bekommen hier. Das ist ein richtig schönes Teil. Ja. Und halt in der Kombination mit hier der Schatulle. Wahnsinn. Schönes Teil in meiner Sammlung. So, packe ich es mal ganz vorsichtig zur Seite. So, dann was Seltenes. Davon wurden nur ganz wenige gebaut. Und zwar von Tanaka, der Smith & Wesson M500 mit Hülsensystem. Der ist kaputt, aber ich wollte ihn trotzdem haben, weil das ist wirklich wie der heilige Gral, diesen Airsoft-Revolver zu besitzen. So sieht er aus. Ja. Dazu gibt es hier diese Hülsen. Da wird hier Gas eingefüllt, dann kommt hier die 6 mm Bibi rein. Und dann mache ich mal diese Zimmerflak hier raus. Da ein riesiger Revolver aus Kunststoff gefertigt, sehr leicht. Und dann kann man hier die Trommel aufschwenken und dann hier die Hülsen reinladen. Ja, und dann kann man damit schießen. Und das Schöne ist wirklich sehr authentisch, weil ja, die Power ist in der Hülse drin, die Munition ist in der Hülse drin, und das ist natürlich richtig authentisch. Leider hat die japanische Regierung das nicht so toll gefunden und hat die Dinger aus dem Verkehr gezogen. Und seitdem sind diese Tanaka Revolver eine absolute Rarität. Ein großer Dank geht hier auch nochmal raus an Christian, der hier für mich diese Airsoft an Land gezogen hat, damit ich die in meine Sammlung aufnehmen kann. Er hat die gleiche, aber mit Funktion, ja. So muss es sein, aber ich bin absolut stolz, dass ich wenigstens eine Variante in meiner Sammlung habe zum Zeigen. So, dann geht es weiter. Wieder Tanaka. Im Jupiter Finish habe ich hier ein Modell 327 MNP R8. Auch von Christian, da auch nochmal herzlichen Dank. Auch ein richtig schönes Stück. Da habe ich auch mal ein Review zu gemacht. Ist ein 8-schüssiger Revolver, auch im Original. Hat hier oben noch eine Picatinny drauf, wo man sich Optiken drauf machen kann. Also wer da mal Interesse dran hat, der sollte sich unbedingt mal das Review dazu reinziehen. Jetzt, wow, was habe ich danach gesucht? Eine VP70 als Gas Blowback von Tanyo Koba. Richtig selten, das zu bekommen, und wie gesagt, vollständig mit Schaft. Tanyo Koba ist ja wirklich ein Meister seines Fachs, der noch im hohen Alter noch viel Spaß hat an der Entwicklung von Airsoft. Ich hole das mal raus. Und zwar gibt es hier, ich muss euch mal zeigen, und zwar haben wir hier, alles noch original verpackt, habe ich nicht einmal geöffnet. Das ist ein Holster, das kann man sich so einen Gürtel machen. Und dann kann man sich hier diesen Stock hier so einklinken und bei Bedarf rausholen. So sieht das aus. Alles aus eigentlich billigem Kunststoff gefertigt. Kann ich das hier öffnen und dann kann ich die Heckler & Koch VP70 aus diesem Schaft herausnehmen. Zur damaligen Zeit als echte HK VP70 eine Innovation. Das erste Striker-Fired-System mit Polymer-Griffstück, doppelreihigen Magazin mit einer guten Munitionskapazität, und das in Kombination mit diesem Schaft. Hier nur Einzelfeuer, wenn man den Schaft hier montiert, hat man sogar Dreier-Burst hier in der Variante, die ich jetzt hier habe, leider deaktiviert. Da könnte man jetzt hier den Hebel auf 3 stellen, das ist hier fixiert, den kriege ich nicht nach oben positioniert. Ich versuche das mal ranzumachen.
Ne? So sieht es dann mit dem Schaft aus. Genau. Hier ist wahrscheinlich auch kein. Nein, hier ist nichts mehr drin. Kein Gas mehr drin. Ein absoluter Sammlerklassiker. Da wurde es auch mal Zeit, dass hier mal eine neue Variante rauskommt von VFC in Zusammenarbeit mit Uberex. Das wäre eigentlich ein absolutes Highlight. Wie gesagt, unter Sammlern sehr, sehr begehrt. Obwohl, wenn man es wirklich jetzt in den Händen hält und mal vergleicht mit den anderen Airsoft-Modellen, wirkt es wirklich sehr, sehr billig. Aber ich bin stolz, dass ich es in meiner Sammlung habe. So, noch eine Rarität von dem Hersteller Hudson. Eine Jericho 941. Diese Airsoft ist kaputt. Wollte ich aber dennoch haben, weil ich sie unbedingt in meiner Sammlung haben wollte. Ich zeige es mal rein. Das ist sozusagen die Baby Desert Eagle. Die habe ich hier im Dualton mit Stainless Griffstück und schwarzen Schlitten. Ja. Magazine sind noch dicht, aber ja, ich kann hier kein Double Action machen. Der Blowback funktioniert noch. Abziehen kann ich auch, aber es wird keine BBs mehr eingeführt oder verschossen. Ersatzteile null zu kriegen, weil Firma Hudson, wer weiß, wem das überhaupt noch was sagt, sehr, sehr selten. Wer da mal ein Review sehen will, in vollständiger Bauweise, die auch funktioniert, dann klickt auf jeden Fall mal auf den Kanal von Christian, Hydracoas Forgotten Airsoft. Der hat dieses Modell im funktionsfähigen Zustand und kann euch auch zur Geschichte mal ein bisschen was erzählen. Ich empfehle euch den Kanal generell, denn der hat Stücke, davon kann ich nur träumen. So, weiter geht's. Die Steyr L9A2, die hatte ich ja erst vor kurzem im Review gezeigt, wollte ich eigentlich wieder zurückgeben, weil ich so genervt war von diesen weißen Markings, aber ich konnte mich davon nicht trennen. Und ich habe das Ganze wirklich mit langer Arbeit mit Aluminiumbrandierung bearbeitet, sodass das Ganze jetzt so aussieht. Ja. Man kann jetzt gar nichts mehr sehen. Ich habe das Weiße runterbekommen und das mit Aluminiumbrandierung bearbeitet. Man kann das F noch sehen, man kann das ASG-Logo noch sehen, wenn man ein bisschen näher rangeht. Aber so ja, bin ich absolut zufrieden jetzt, weil es ist so eine schöne Airsoft, so eine ergonomische Airsoft. Wer hier das Review noch nicht gesehen hat, klickt mal auf jeden Fall oben drauf. Es soll jetzt nicht so sein, dass ASG sich jetzt ausruhen soll. Die sollen wirklich mal zusehen, dass sie ihre Markings dezenter hinkriegen, damit man hier nicht so einen Aufwand hat. Ja, also ich war wirklich kurz davor, die wegzugeben, aber ich konnte mich nicht davon trennen. So, weiter geht's. Dann, ja. Sehr, sehr selten von Tanaka, die MK3 High Power. Das ist sozusagen der Urvater von der WE, die ich euch gezeigt habe. Nur aus Kunststoff, aber hier auch mit allen High Power Markings drauf. Deswegen habe ich die auch noch behalten. Ja. Funktioniert genauso, Abzug funktioniert nicht, wenn kein Magazin drin ist. Ja, richtig schönes Ding. Oh, jetzt wird es glockig. Eine Glock 17, Generation 5. Die sollte eigentlich jedem bekannt sein. Das ist auch meine Spieler-Airsoft. Ein absolutes Arbeitstier, genauso wie das Originalvorbild. Mit dem Ding kann man richtig viel Spaß haben. Ja. Und das Teil kickt auch und lässt sich perfekt einstellen, was das Vorab angeht. Eine richtig schöne Airsoft. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die mit Airsoft einsteigen wollen und eine Pistole suchen, mit der man auch mal spielen kann. Glock 17 Gen 5 von VFC. Hammer Teil. Habe ich auch ein Review zu gemacht, verlinke ich euch da oben. So, gleiches Modell, bloß gleicher Hersteller, genau. Gleicher Hersteller, aber anderes Modell. Glock 19X. Die musste auch in meine Sammlung rein, wegen der Farbkombination. Ja.
Kürzerer Lauf, gleiches Griffstück wie die Glock 17 und genauso zuverlässig wie das große Modell. Jetzt haben wir hier eine Heckler & Koch VP9 von der Firma VFC bzw. Umarex. Das ist auch neben der Steyr auch eine Airsoft bzw. Waffe, die sich richtig schön ergonomisch anfasst. Ja. Da ist auch kein Gas mehr drin. Die habe ich auch schon eine ganze Weile. Habe auch ein Review auch dazu gemacht. Verlinke ich euch. So, noch eine Glock. Das dürfte jetzt aber eine GAK sein. Oh, die ist schwer. Allein wenn man den Karton schon in die Hand nimmt. Hier habe ich eine Stahl-Glock, eine GAK Glock 17 Gen 3. Da habe ich auch schon ein Video von gemacht. GAK hat sich der Glock nochmal angenommen und hat ja auch ein Striker-Fire-System entwickelt für die Airsoft, die auch funktioniert. Ja. Man muss sich an den Abzug gewöhnen, der ist wirklich richtig schwer, 2,5 Kilo Abzugsgewicht. Und in der Kombination mit dem Stahlschlitten hat man hier was richtig Solides in der Hand und auch einen monstermäßigen Kick. Klickt auf jeden Fall mal auf den Link und zieht euch da das Review an. So. Noch eine Glock. Und zwar die French Edition, die neue Militärpistole von der französischen Armee. Hatte ich auch ein Review zu gemacht. Die kommt hier in diesen Original Glock Koffer, auch mit den Griffstücken zum Wechseln. Richtig schönes Teil. Und das ist halt diese Kombination mit Schwarz und Tann. Fantastisch. Ich habe mir hier auch nochmal einen breiteren Griffrücken ran gemacht, sodass sich das hier schön anfasst. Tannfarbenes Magazin. Mal sehen, ob hier noch Gas drin ist. Ja. Richtig schön. Noch ein Köfferchen. Hier habe ich, glaube ich, da müsste die kleine, also der Koffer ist, glaube ich, jetzt übertrieben, denn da, was jetzt drin ist, ist nur eine ganz kleine WE Baby 1911er. Da ist es. Ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Mit der Mikrovisierung drauf. Schön klein und kompakt. Single Stack Magazin. Ja, hat auch keine Power mehr. Schönes Teil. Aber ein riesiger Koffer. Das muss sein. So, apropos Koffer, weiter geht's mit Koffern. Einer meiner absoluten Lieblingsrevolver. Und zwar der Dan Wilson 715. Den habe ich hier in diesem schönen Koffer. Haben wir hier noch zwei Aussparungen für den Speedloader. Auch hier vom Oberflächenfinish absolut toll gemacht. Schöner Revolver. Fallen die Hülsen gleich raus. Ja. Habe ich auch ein Review, zieht euch das mal rein. Weiter geht's mit Revolvern. Jetzt haben wir hier einen, ja, ein Colt Single Action Army Jupiter Finish von der Firma Tanaka. Auch absolut top. Die Tanaka Revolver bestehen ja immer aus Kunststoff, aber in der Kombination mit so einer kleinen Metalllegierung im Kunststoff und dann versehen mit einem Oberflächenfinish, das absolut echt aussieht. Seht ihr das? Das sieht aus wie richtig so ein Blue-Stil. Hier mit dem Hammer. Richtig schönes Teil. Dann kommen die 6 mm BBs, werden direkt hier reingesteckt. Hier befindet sich auch der Gastank. Gucken, ob ich das mal zeigen kann. Ja, hier, da. Hier wird die Gaspulle angesetzt und dann sozusagen in die Trommel das Gas gefüllt. Und hier oben vorne kommen in den Löchern die BBs rein. Richtig schönes Teil. So, oh, hier sind wir wirklich in der Revolver-Ecke.
wieder ein seltener Tanaka Revolver mit Hülsensystem und der funktioniert. Hat so ein mattes Finish. Hier, seht ihr hier die Öffnung? Dann kann man hier richtig Hülsen reinmachen. Ich mache hier mal eine rein. So, sind hier diese Hülsen, die werden auch jede Hülse einzeln mit Gas gefüllt und dann kann man die dann hier reinstecken und schießen. Da bin ich auch absolut stolz drauf, den zu besitzen, weil wie gesagt, das ist richtig selten und absolut begehrt bei Airsoft-Sammlern. So. Noch ein Revolver, nochmal Tanaka. Und zwar ein Colt Python 357 Magnum im Midnight Blue Finish. Das ist nicht so schön wie das Jupiter Finish, aber dennoch kommt auch hier rein optisch dieser Revolver sehr authentisch daher. Wie gesagt, das Ding ist sichtlich leicht, besteht aus Kunststoff, aber durch dieses Oberflächenfinish von Tanaka sieht das echt sehr echt aus. Auch hier das gleiche, hier kommt das Gas auch in die Trommel, hier vorne kommen die Bibis rein. Dann hat man hier einen schönen 357er Colt Python. Wahnsinn, richtig schönes Stück. Weiter geht's nochmal Tanaka. Modell 29, Kaliber 44 Magnum, auch Jupiter Finish. Es kommt wahrscheinlich in der Kamera, könnt ihr kaum den Unterschied sehen, aber das Teil sieht hier noch echter aus, was die Oberflächenbeschaffenheit angeht. Hier sind auch mehr Metallpartikel drin im Kunststoff, sodass er sich ein bisschen schwerer anfühlt. Ja, und allein hier schon am Abzug, ja, das ist leicht ölige, das ist nicht ölig, das ist wirklich so aufgebracht von der Firma Tanaka. Ja, und hier auch wieder gleicher Prinzip, hier kommt Gas in den Tank, hier vorne die 6 mm Bibis. Ja, so ist ein bisschen Gas drin, richtig schön. Ha, noch ein Revolver. Jetzt aber von Marushin, ein Colt Anaconda. Das ist sozusagen der große Bruder vom Python, im Kaliber 44 im Original. Auch mit dem X-Cable-System. Kann man also auch die Hülse rausnehmen. So sehen sie aus. Dann kommen hier die 6 mm Bibis rein. Ja. Noch ein Revolver Midnight Finish, und zwar nochmal von Tanaka, ein M500er. Den hatte ich euch ja in Stainless gezeigt und hier das gleiche nochmal im Midnight Finish. Ein riesiger Klopper, den würde ich gerne mal in echt schießen. Das muss gigantisch sein. Wahnsinn. So, ja, dann machen wir den Revolver auch noch hier. Und zwar eine, auch wieder von Marushin, Heavyweight Constructor. Nee, Constrictor, genau, so heißt ja die Schlange. Hört mal rein. Ja. Das Teil ist absolut massiv. Und da habe ich immer Angst, der geht kaputt, weil der Bereich hier, billigster Kunststoff, wenn man so will, und hier dieses Laufgewicht und hier oben drauf, das ist hier alles aus Metall und das ist richtig frontlastig. Funktioniert auch mit dem X-Cartridge-System, hier mit den Hülsen. Sehr abgefahrener Revolver, muss ich sagen. Das auch noch.
bisschen Gas drin. Sehr, sehr schwer. So, jetzt auch ein kleiner Klassiker. Heckler & Koch P7. Mal sehen, welche das ist. Da habe ich zwei von. Ah ja, das ist die Schumacher Edition, die Sport-Edition von MGC. Hat noch das ganze alte Close-Bolt-System. Ihr seht hier der Verschluss. Wenn ich den nach hinten mache, könnt ihr hier nicht ins Innere gucken. Auch hier authentisch hier der Spanngriff. Da könnt ihr euch auch mal ein Review reinziehen. Von mir habe ich eins gemacht, aber auch der Christian von Forgotten Airsoft, der hat hier auch mal ein Review von gemacht. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Zieht euch das rein. Absolut selten. Den gab es damals mal bei Kettner, Firma Kettner zu kaufen. Weil man so ein Waffengeschäft, über die haben schon seit Ewigkeiten Konkurs angemeldet. Die gibt es schon lange nicht mehr. So, entlichtet sich das hier schon so langsam. Machen wir mal weiter. Die Seite hatten wir. Oh. Das ist auch, da habe ich gekämpft, das zu kriegen und das zugelassen zu bekommen mit einer Einzelabnahme. Und zwar vom Resident Evil 4 Teil eine, ja, Wahnsinn, vom Kendo Shop Sammler-Edition SG09R. Ich hole dich mal raus. Das ist, das ist auch mal was Besonderes, gerade die Resident Evil Teile, wenn man die kauft. Kriegst du hier noch so ein manuell, so ein Umschlag. Dann gibt es den dazu, aufgeklappt nochmal das Survival Magazin. Also immer wenn man eine Biohazard Airsoft von Tokyo Marui kauft, ist immer nochmal so ein Survival Magazin mit dabei. So. Ich muss das mal vorsichtig rausholen, damit ich das nicht beschädige. Da haben wir hier so eine Lasche. Zum Rausholen. Ja. Das nachher also ordentlich wieder wegpacken. Mal schön sicher so zur Seite. Weil das ist eins meiner absoluten Heiligtümer. Da muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht einkratze, eine Schramme reinmache. Das bin ich echt traurig. So sieht die Kiste aus. Kann man aufklappen. Ja. Und dann ist hier die Airsoft drin. Das ist eine Heckler & Koch USP. So sieht es aus. Also genauso wie aus dem Spiel hier auch mit Kendo auf der Seite, mit den Kompensatoren. Auch nur Kunststoff, komplett leicht in der Hand, aber für mich absolutes Sammlerstück. So packe ich jetzt hier wieder vorsichtig rein. Ja, auch ganz alt, Kaliber 8 mm. Marushin, eine Mateba von Ghost in the Shell Edition. Ja, allein schon der Karton. Ein sehr, sehr spannender Revolver. Sieht sehr eigenartig aus. Der Lauf befindet sich hier unterhalb. Hier oben haben wir das Laufgewicht. Allein schon das Aufmachen, man schwenkt ihn hier nach oben auf. Dann sind hier auch Hülsen drin. Und zwar Kaliber 8 mm. Ich weiß nicht, ob der noch Gas hat. Der hat sogar noch Gas. Ja. Hat auch noch Holzgriffschalen. Sehr, sehr spezielles Teil. Und das Besondere an der Variante hier, die Patrone mit dabei ist. Sehr, sehr, sehr cool, ja. Feiere ich ab. Weiter geht's. Dann haben wir hier eine WE
P38. Die musste natürlich auch noch in die Sammlung aufgenommen werden. Die habe ich auch teuer gravieren lassen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind noch die Walter-Logos drauf. Die gab es damals bei Sniper S zu kaufen, glaube ich. Bin das jetzt hier. Da hier ist noch das Sniper S F drauf. Auch ein absoluter Klassiker. Der muss einfach sein. Richtig, richtig schön. Ich habe ja die auch noch von Maruzen. Die P38 die besteht ja nur aus Kunststoff. Und hier mal eine aus Metall zu haben, das musste natürlich auch noch mal in meine Sammlung mit rein. So, weiter geht's. Dann habe ich hier von EMG auch was Seltenes, und zwar eine Hudson-Pistole. Da hat sich die Real-Steel ja nicht so durchgesetzt. Auch vom Design her eine sehr, sehr spezielle Pistole. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Review zu gemacht habe. Ich glaube, der Reaper hat dazu eine gemacht. Wenn, verlinke ich euch das mal. Ja. Sehr, sehr spezielles Design. Ja, auch kein Gas mehr drin. Cool. Dann lichtet sich das hier so langsam. Jetzt sind wir hier schon im hinteren Bereich. Ja, noch einmal. Oh ja. Western Arms, eine Wilson Combat 1911er Texas Ranger. Auch sehr, sehr speziell. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Da geht auch noch mal ein großer Dank an Timo raus. Der kennt sich mit Western Arms Airsoft Pistolen richtig gut aus. Als ich die damals gebraucht gekauft habe, war die nämlich kaputt. Da war der Schlitten, hat er so auf der Führung gesessen, dass der fast schon abzunehmen ist. Und er hat wirklich ja, mit Heißluft das so wieder hingekriegt, dass es wieder funktioniert. Guck, ob hier noch Gas drin ist. Nee. Ja. Schöner, schwere Pistole, obwohl hier alles Kunststoff ist. Aber hier der massive Outer Barrel, der besteht aus Metall, und in Kombination auch mit den Metallmagazinen ist das hier eine richtig wuchtige 1911er, und hier mit den Texas Ranger Markings drauf. Ja. Hier am Schlitten auch der Stern. Wahnsinn, wahnsinniges Teil. Schönes Ding, freue ich mich richtig drüber. Dann haben wir hier noch was Modernes. Eine Beretta. Da hatte ich ja auch schon ein Review zu gemacht. Und zwar hier die Beretta APX. Eine moderne Striker Feuerpistole, Lizenzfertigung von KWA. Ja. Wer das Review noch nicht gesehen hat, zieht euch das unbedingt rein. Das ist eine richtig schöne Form, schöne Pistole mit der Möglichkeit, dass man hier auch noch Rotpunktmontagen anbringen kann. Richtig, richtig tolles Teil. Habe ich da dieses Jahr gemacht. Das Review ist noch ziemlich frisch, wenn man so will. So, ganz alt. KJW Glock G27. Das Ding ist richtig alt. Das hätte ich euch eigentlich damals schon zeigen müssen, aber es wäre wahrscheinlich entgangen, denn das war die erste Pistole, mit der ich noch Airsoft gespielt habe. Das ist so eine richtig schöne, kleine, schnucklige Glock. Ganz leicht, Kunststoff. Mal sehen. Glock. Ja, geht sogar noch. Schlittenfang funktioniert nicht mehr. Die hat schon Tausende von Schüssen durch, hat viele Airsoft-Spiele. Da hatte ich noch meinen Holster hier so gehabt, dass ich das hier an der Brust hatte. Ein Schnellziehholster. Ja, sehr, sehr zuverlässig, aber auch null mehr zu bekommen. Oh, jetzt. Hier auch einen großen Dank an Shotgun, an George, einen Airsoft-Sammler aus Griechenland, und den Christian, der das alles für mich organisiert hat. Ich habe ihn, diese Pistole, die ich euch jetzt auch zeige,
für den Review zur Verfügung gestellt, weil er sich da am besten mit auskennt. Diese Pistole, die hier drin ist, in dieser Holzkassette, also die Holzkassette habe ich mir selber noch besorgt, da bin ich auch noch nicht fertig mit, es muss noch alles schick gemacht werden, beinhaltet meine wertvollste Airsoft-Pistole ever. Die ist richtig schwer, ich mache mal auf, und zwar ein Springfield V10 Ultra Compact. Hier werde ich noch grünen Samt reinmachen. Hier die Einlagen habe ich schon gemacht. Das wird auch noch mit grün gemacht. Ich hole die mal raus. Das ist eine Airsoft-Schmiede aus Hongkong. Ich weiß gar nicht, wie viele davon hergestellt worden sind. Christian meinte nur 25 Stück. Das Ding besteht hier komplett aus Stahl. Basiert auf dem Tokyo Marui System. Mal sehen, ob hier noch Gas drin ist. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, es ist V10, hat jetzt hier 5 Löcher auf der Seite, 5 Löcher auf der Seite, auf der anderen Seite. Auf den anderen Teil, was ich gezeigt hatte, die V16, ist sozusagen die lange Variante, und das ist hier die Ultra Compact V10. Ich meine, mega stolz, ist meine allererste Airsoft, High-End, super High-End Airsoft, die ich besitze, und Wahnsinn. Letztes Jahr habe ich mir die hier gegönnt, und das muss man wirklich sagen, gegönnt. Ich sage euch nicht, was die gekostet hat. Es ist unvorstellbar, unvorstellbar. Und auch da zieht euch bitte das Review von Christian rein, verlinke ich euch. Der erzählt euch auch was über den Hersteller. Das ist wirklich mein Allerherzensstück, das ist Wahnsinn. Ja. Gut, weiter geht's. Auch ein Klassiker, wo ich ewig drauf gewartet habe. Auch aus der Resident Evil Reihe, Resident Evil 2. Tokyo Marui hat sehr oft für Capcom Sondermodelle rausgebracht für die Biohazard Reihe. So auch für den zweiten Teil. Und hier habe ich die Leon Custom Desert Eagle, die Urversion, wie auch aus dem Spiel. Ich habe euch ja im Collection-Video von 2016 den Nachfolger davon gezeigt, im Stainless-Stil, und das hier ist eigentlich das Original, genauso wie auch bei dem Spiel. Ich mache mal auf. Kommt auch in dieser Holzschatulle im Duoton. Das Teil sieht absolut billig aus. Ja, es ist hier billigster Kunststoff hier oben, billigster Kunststoff hier unten, auch die Griffschalen, alles sehr, sehr billig. Aber es ist für einen Sammler und auch gerade für Resident Evil Liebhaber ist das hier ein Must-Have. Ja. Mal sehen, ob hier auch noch Gas drin ist. Ne, kein Gas mehr drin. Da habe ich auch ein Review zu gemacht, verlinke ich euch. Da bin ich so stolz, dass ich das Ding gekriegt habe. Uralte Airsoft. Und allein hier schon mit der Holzkiste. Mit dem Emblem, ja, Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Klasse. So, weiter geht's. Oh, jetzt was, wo ich nie gedacht habe, dass das Teil in Sammlerkreisen mal so teuer wird. Die hatte ich damals, glaube ich, für 260 € geholt. Die auch wieder von Resident Evil, Biohazard, Resident Evil, Samurai Edge, Modell 01 Albert Wesker, kommt hier in diesen Koffer, auch nochmal mit so einer Papphülle. Die Papphülle ist mit Klett versehen. Nee, die wird nur so durchgezogen, genau, das war was anderes. Genau. Da habe ich, wie gesagt, mal 260 € für bezahlt. Mittlerweile ist der Verkaufswert von diesem Modell liegt ja bei 2600 €. Cotton Zeller hat die mal angeboten für den Preis und die ging weg. Unvorstellbar, was ich jetzt hier in den Händen halte. Da sieht man mal wieder, wie verrückt Sammler sein können. Also so viel Geld hätte ich nicht ausgegeben. Obwohl das wirklich eine Airsoft ist, die ja einfach in sich stimmig ist. Allein schon dieser Koffer hier mit dem Schriftzug hier, Umbrella, wenn ich das mal aufmache, ja, ist hier die Beretta drin mit der Beretta, dann hier nochmal eine Laufverlängerung mit Picatinny Rail, dann ist hier eine deaktivierte Lampe mit dabei, die habe ich mir extra noch leer machen lassen, bevor die rübergegangen ist. Das kommt eigentlich normalerweise aus Österreich. Österreich hat das Ding leer gemacht, vollgegossen mit Kunstharz.
Und dann ging das zu Kuma und die haben für mich dann das Ganze auch noch zugelassen. Dann gibt es dazu auch noch einen Suppressor. Ich hole die mal raus. Ja. Auch hier habe ich einen Review zu gemacht. Klickt da auf jeden Fall mal drauf. Da montiere ich dann auch mal alles. Ja. Eine der schönsten Resident Evil Berettas, die ich kenne. Ja. So, und dann habe ich gleich nochmal Resident Evil 2. Das ist von dem Remake. Die Desert Eagle, die man sich da ja, holen konnte im Spiel, kommt hier in dem Karton. Allein der Karton schon wieder ganz edel gemacht. Habe ich auch einen Review zu gemacht. Brauche ich mal ein bisschen Platz zum Aufmachen. Ich hätte das wahrscheinlich vorher alles auspacken sollen fürs Review, dass das schneller geht. So. Und es kommt hier in so einer Holzkiste. So. Diese Holzkiste, die ist auch genauso wie im Spiel Resident Evil 2 Remake. Da findet ihr auch die Desert Eagle in dieser Holzkiste. Und jetzt mache ich das mal auf. Und das Besondere ist, auch hier wieder mit Liebe, schön verpackt in Hartschaum, haben wir hier einmal die Lightning Hawk Desert Eagle mit dem langen Schlitten. Ich mache hier mal ein Magazin rein. Ja. Wahnsinnsteil, habe ich auch ein Review zu gemacht. Schaut euch das rein. Ja, guckt, ob hier noch Gas drin ist. Ja. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, dann auch noch das System wechseln und hier den kurzen Lauf montieren. Ihr habt sozusagen in der Kiste dann zweimal eine Desert Eagle, wenn man so will. Und das so liebevoll in diese Holzkiste. Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Preise sind. Ich glaube, die sind nicht so extrem hochgestellt wie bei der Beretta. Was mich eigentlich wundert, weil das hier auch absolut Wahnsinn ist, was Tokyo Marui hier gebaut hat. So. Dann haben wir nur noch der letzte Stapel. Dann haben wir es geschafft, ja. Okay. Dann Western Arms. Colt. 1911er in der Pulp Fiction Variante, wenn man so will. Und zwar Nickel Finish mit Perlmutt-Griffschalen. Absolut edles Stück. Da ist es. Ja. Die Kombination Chrom und Perlmutt-Griffschale, das lässt hier diese 1911er so edel aussehen. Ja. Die ist an sich auch super leicht, wiegt ein paar Gramm nur, weil das hier alles Kunststoff ist. Aber auch hier, dank hier diesen Chrom-Finish obendrauf, wirkt die wie echt. Ja. Guck, ob hier noch Gas drin ist. Ne, auch kein Gas. Wahnsinn. Da habe ich ja eine Menge zu tun, wenn ich die nachher wieder einräume. So, nächste Western Arms. Hier haben wir eine Beretta M1934. Auch eine ganz kleine, niedliche, kompakte Airsoft. Das ist auch ein richtiger Klassiker. Ja. Fast auch neuwertiger Zustand, funktioniert auch noch tadellos. Ja. Obwohl die so klein ist, ist sie wirklich sehr handlich. Durch das Magazin hier, das ist ja so gebogen, liegt auch meine große Hand hier richtig schön drin. Kann man hier auch ja. Wahnsinn. Habe ich auch noch kein Review zu gemacht. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, sagt mal Bescheid, dann kann ich euch noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Noch einmal Western Arms und hier habe ich, sagt euch der Film City Cobra was mit Sylvester Stallone? Wenn ja, dann habe ich hier auf jeden Fall was für den Fan von diesem Film. Und zwar ist es hier der 1911er, den Sylvester Stallone in dem Film City Cobra benutzt hat. Zu erkennen, allein schon mal an den Griffschalen hier mit der Cobra drauf, einmal auf der Seite
Und einmal auf der Seite sind so eine Elfenbein-Imitat mit der Cobra drauf. Dann haben wir hier die 1911er mit einem Mikrovisier. Und das Tolle ist, wir haben jetzt hier wieder dieses tolle Finish von Western Arms, aber halt im Used-Look. Man sieht hier so an dem Rahmen so ein bisschen, sieht aus wie Abnutzung, aber das Ding ist tadelloser Zustand, kaum benutzt. Hat schon, wenn man es kauft, sieht es schon aus wie Used-Look. Und auch das Tolle, ich mache mal den Schlitt nach hinten, lass den arretieren, seht ihr hier. Hier gibt es eine Verjüngung vom Lauf, denn das hier ist keine 1911 im Kaliber 45 ACP im Film, sondern ein Umbau auf 9 mm. Und das hat hier auch Western Arms so übernommen. Richtig schön, mal sehen, ob hier noch Action drin ist. Ja. Die Western Arms laufen so smooth. Das ist auch eins meiner absoluten Highlights in der Sammlung. So, jetzt geht's weiter. Dann haben wir hier eine Desert Eagle von Cybergun bzw. WE in der klassischen schwarzen Aufmachung, Kaliber 50 AE. Das ist eine Airsoft, die ich definitiv empfehlen kann, wenn jemand ein breites Rinnen braucht. Ja? Das Teil ist massiv, das ist schwer, das ist ein absoluter Klassiker. Und wenn man damit schießt, ja, das hat einen Kick. Man sieht, ob hier noch Gas drin ist. Nee, gar nicht. Das Ding hat einen Kick, was einfach Freude bereitet, kann ich definitiv empfehlen. Und hier wurde wirklich 1:1 das Ganze umgesetzt. Im Vergleich zu Tokyo Marui haben wir hier sozusagen, wenn man will, auch den vollen Weg des Schlittens. Der geht richtig nach hinten. Dieses massive Magazin, ein Berg aus, wenn ich das hier mal zurückfahre, hört man. Bam, wie das nach vorne schmetzt. Wahnsinn. Da habe ich auch eine Review zu gemacht. Wen hätte es gewundert, verlinke ich euch hier auch eine absolute Kaufempfehlung. Wem schwarz zu langweilig ist, da habe ich dann auch noch was anderes für euch. Und zwar habe ich jetzt hier die 50 AE in Mattchrom Finish. Ja. Im Gegensatz zu der schwarzen, die ich euch gezeigt habe, habe ich hier vorne, hier oben noch eine Rail, hier unten noch eine Rail. Und das Teil sieht auch richtig genial aus. Und jetzt hier jetzt Gas drin. Ja, auch nicht mehr so viel. Ich muss mal meine Babys ein bisschen pflegen, ja. Also auch in der Farbe mega Hammer. So, und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, mir noch eines zu holen. Und ihr merkt, ich bin so ein leichter Desert Eagle Fan. Ich habe jetzt hier noch eine, die ist ein bisschen speziell. Ja. Da haben wir eine schwarz-goldene. Ja. Schwarz mit Gold finde ich absolut Wahnsinn. Und das Interessante ist, die gibt es auch genauso in der Kombination als echte zu kaufen. Ja. Das Schöne ist, da ich ja jetzt 3 Stück habe, ich kann mir die auch individuell zusammenstellen. Ich kann mir zum Beispiel den silbernen Schlitten nehmen, den hier drauf machen, den goldenen auf den silbernen hin und her bauen. Wenn man so viele Desert Eagle hat wie ich, kann man sich da noch selber andere Varianten zusammenbauen. Mal sehen, ob jetzt hier Gas drin ist. Ja, auch nicht so viel. Ja. Wahnsinn. Richtig geiles Teil. So. Jetzt lichtet es sich langsam. Jetzt haben wir nur noch 3 Stück und dann haben wir es geschafft. Jetzt hier auch noch eine sehr seltene und denke ich auch mal mittlerweile richtig teure Airsoft. Und zwar ist es eine Sonderedition von Inokatsu und zwar eine Sig Sauer P229 Collectors Edition. Ja, kommt hier auch in dieser Schatulle. Und da habe ich, hier ist es hier mit Holz, hier auch nochmal mit einem Glas drin. Und das habe ich auch mit Schaumstoff nochmal, ist das nochmal gesichert. So sieht es aus. Ja. Gibt es auch nochmal ein Zertifikat zu. Ich habe also die Nummer 63, da wurden nur ganz wenige von gebaut. Da habe ich auch eine Review zu gemacht. Zieht euch das mal rein. Jetzt nochmal hier die Kiste. Da habe ich auch nochmal das Sig Sauer Logo drin. Die Airsoft selber nochmal in blauen Samt eingelegt. Ja. Ich hole sie mal raus.
Und die ist aufgebaut wie die Original SIG. Wir haben hier einen Stahlschlitten, Stahllauf. Hier in 7075er Alu Griffstück, Holz mit Sig-Sauer. Das Teil ist absolut massiv. Mal sehen, ob hier noch Gas drin ist. Ich glaube nicht. Nee, auch nicht. Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, was das Teil jetzt wert ist, beziehungsweise was man jetzt dafür nehmen kann, wenn man sie zum Verkauf anbietet. Ich denke mal, da kommen wir bestimmt auch über 2000 Euro mit diesem Teil. Damals habe ich es ein bisschen günstiger bekommen. Wie gesagt, eine Sonderauflage gab es danach auch nie wieder. So. Um es mal wieder zu sagen, auch eins meiner Highlights in meiner Sammlung. So, dann packe ich das mal rein. Da haben wir als nächstes auch wieder ein bisschen Gold. Und zwar eine Tokyo Marui High Capper Gold Match. So sieht sie aus. Die habe ich ein klein wenig verfeinert. Allein wenn man sich mal den Karton anguckt, wie Tokyo Marui seine Airsoft-Waffen immer präsentiert. Wahnsinn, kann man sich so an die Wand hängen. Dann haben wir hier nochmal so eine Magazinschachtel in Gold. Ich hole mal raus. Die High Cappers von Tokyo Marui sind wirklich auch absolute Arbeitstiere. So, ich lege es mal ein. Ich habe mir zu der Gold Capper hier noch diesen Jet Funnel in Gold geholt. Normalerweise ist der hier nicht vorhanden, sondern normal schwarz. Und ich finde, so in der Kombination mit dem goldenen Jet Funnel ist es jetzt eine richtig schöne abgerundete Sache. Ja, Bedienelemente alle in Gold, Hammer, Schlittenfang, Sicherung, Abzug, der Lauf. Mal sehen, ob hier noch Gas drin ist. Ja, auch nichts mehr. Ich habe eine Menge zu tun. Auch eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Nicht so viel Bling Bling, aber genau richtig viel Bling Bling, dass es nach was aussieht. Was ist eure Meinung zu dem Stück? Ich feiere das richtig ab. So, und dann kommen wir zum letzten Stück. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn das passt jetzt auch zur Weihnachtszeit. Von der Farbgebung nicht so, aber Weihnachtszeit ist bei uns in der Familie auch immer Die Hard Zeit und das Ding hier ist genau perfekt. Das letzte, was ich euch anbiete, ist die Heckler & Koch P7 M13 in Schwarz. Hans Gruber hat die Variante auch in Stainless. Die habe ich leider nicht. Mein Freund und Sammler Christian hat die auch in Silber. Ja, kommt ja auch in dieser Kiste. So sieht es aus. Ich selber habe dazu auch mal ein Review gemacht, aber ich sage euch definitiv, schaut euch das Review hier von Christian an, verlinke ich euch. Da wird es echt Zeit, dass es da auch mal eine neue Variante gibt von der Heckler & Koch, denn das ist hier wirklich ein absoluter Klassiker und gerade für Die Hard Fans ist das hier ein Must-Have und ich suche immer noch hier die Stainless-Variante. Wer vielleicht sowas hat zu Hause und möchte die abgeben, meldet euch mal bei mir. Ich brauche die unbedingt. So, das war es jetzt tatsächlich von mir gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe. Ich habe jedenfalls einen ziemlich trockenen Hals. Das war mein Airsoft Collection Video 2024 mit allen Airsoft Pistolen und Revolver, die ich seit 2016 in meine Sammlung mit aufgenommen habe. Ein ganzer Arsch voll, muss ich feststellen. Unglaublich. Aber mich fasziniert das Thema Airsoft so gewaltig, dass man einfach von dem Zeug nicht genug haben kann. So, jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Haut mir unten in die Kommentare rein, was war euer Lieblingsstück? Das würde mich jetzt am liebsten interessieren. Schreibt mal alles rein. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Da sehen wir uns definitiv wieder mit neuem Videomaterial. Die IWA steht dann auch wieder an. Da bin ich auch gespannt, was die Firmen uns wieder geben. Ob das wieder genauso wird wie 2024, denn das war ja absolut Gas Blowback lastig und genau so muss das sein. Ich rede jetzt nicht mehr so viel. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal alles wieder ordentlich zusammenpacken und jeden Airsoft-Pistölchen und Revolver mal ein bisschen Gas spendieren, bevor es wieder
in die Haier geht. Ja, feiert schöne Weihnachten, habt schöne Tage mit der Familie, rutscht gut rein und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Euer Bruce.